Lena, du musst es sagen. Muss ich jetzt schon beichten? Ich fürchte ja. Hallo, hier ist die Lena aus dem Schnitt und ich bin gerade eigentlich dran, das Vagos-Video für euch zu schneiden und habe leider rausgefunden, dass ich nichts gefilmt habe. Es tut mir wahnsinnig leid, ich habe wirklich nur die Roomtour gefilmt und halt die Abreise und Anreise, aber ansonsten habe ich nichts in dem Ort, in dem Dorf, wo ich war, gefilmt. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Für mich war das halt auch ein Ausgangspunkt zu Porto und zu Lissabon. Und ich glaube, weil ich da halt so viel gemacht habe, so viel gefilmt habe, habe ich das irgendwie voll vergessen. Also ich kann euch schon mal versprechen, dass das Lissabon-Video am Sonntag das wieder ausbügeln wird. Das ist schön lang und noch witzig und so und auch einfallsreich. Aber das Vagos hier kann ich euch leider nur die Roomtour bieten. Ein paar Fotos, ein paar Videos aus dem Nachbarort. Tja, Theo, hättest du mich auch mal... hallo, du bist doch der Ältere von uns. Hättest du mich auch mal erinnern können. Pff, ich bin doch nicht dein Butler. Nee. Es geht auf meine Kappe. Es tut mir echt leid, Leute. Trotzdem viel Spaß beim Video, auch wenn es jetzt nur ein kurzes ist. Freut dich auf Sonntag. Lissabon wird dafür Chefskiss. Ich schneide dann mal was. Bom dia zusammen zum nächsten Ab- und Anreisetag. Abreise ist schon getätigt, persönlich Tschüss gesagt, Schlüssel übergeben. Ich kann nur das hier empfehlen. Also wenn ihr irgendwie in die Algarven-Ecke kommt, geht hier hin. Das ist so toll hier, wirklich. Ihr braucht zwar ein Auto, weil Bus und Bahn eher schwierig. Aber es ist so toll hier, wirklich. Es ist wahnsinnig toll und so ruhig. Ich habe noch keine entspannteren Menschen hier gesehen. Also, ja, ich kann es nur empfehlen. Theo, wie lange brauchen wir bis zum nächsten Airbnb? Aha, bin ich jetzt dein persönliches Navi? Na gut, wir brauchen so 6,5 Stunden. Ja, also, hoffen wir mal auf 6,5 Stunden, kein Stau. Bin gespannt, ob das mit der Maut jetzt funktioniert. Habe mich ja jetzt dann online registriert. Schauen wir mal was. Was wird natürlich? Genau. Ja, also dann, ich habe mir jetzt noch was zu essen geholt. Werde ich jetzt hier essen. Habe mir, glaube ich, eine ganz nette Ecke ausgesucht, wo ich das jetzt esse. Und dann geht's los. Also, wir sehen uns dann im neuen Airbnb gleich. Hier wieder meine Route, natürlich nicht 1:1, weil die App nicht so korrekt ist, aber ich versuche es ja immer wieder. Kosten hatte ich tatsächlich nur Benzin, weil mautfrei. Also 40 € für die 445 Kilometer und halt 0 € für die Maut. Das hier ist aus der Rubrik Lena lernt die Welt kennen. Ey, ich sag's euch, Leute, manchmal heule ich wegen meiner richtigen Dummheit. Ich habe immer gedacht, das hier, es tut halt so weh, weißt du, am Hals, weil ich ja so klein bin. Und dann denke ich mir so, ja gut, den Struggle habe ich bei jedem Auto, ne? Und das habe ich jetzt eben entdeckt. Ich kann den Scheißdreck runter machen. Ich habe das Auto jetzt fast 6 Jahre. Ne, ich habe es seit 6 Jahre. Und ich habe es heute erst geblickt, dass man das Ding runter machen kann. Naja, besser spät als nie, hä? So, ich bin angekommen. Sozusagen ein Gästehaus. Das ist halt das normale Haus. Und das ist sozusagen das Gästehaus, wo ich jetzt hier drin wohne. Packe jetzt gerade schon aus, ist noch ein bisschen voll. Hier ist so eine kleine Sitzecke, das ganz cool ist. Da hinten ist nochmal ein Hof. Da hat die Gastgeberin so ein Gehege hier für Hühner und so. Fahrrad. Also der Hahn und so, der hat mich ja jeden Morgen geweckt. Aber wenn ich dann sowas gesehen habe, die kleinen Chickens darum sausen, das war mir dann auch egal. Und irgendwann hast du das auch nicht mehr gehört. Und die waren so süß, wirklich. Steht auch schon da. So, das ist mein Eingang. Hier ist schon mal ein Badezimmer. Alles auch wieder ein bisschen rustikaler, aber ganz ehrlich, ich bin ja eh slow und auch ein bisschen low budget. Also low budget ist das jetzt auch nicht. Ich bin ja eh immer, ich stehe ja auch im Monat immer irgendwo, ne? Das ist mein Schlafzimmer.
Genau, das ist das. Hier ist noch ein Badezimmer, also mein Badezimmer, was eigentlich auch ganz cool ist, dass ich halt direkt vom Schlafzimmer halt dahin, obwohl ich ja eh wieder zu viel Platz habe. Das ist noch ein Schlafzimmer mit jeweils noch 2 Betten. Hier ist auch noch Waschmaschine und nochmal ein Becken. Und hier ist mein Wohnzimmer und Essbereich. Aber richtig cool. Ich habe so einen Kamin, aber bei 30 Grad Außentemperatur. Weiß ich nicht, ob ich den noch anfeuere, aber ja. Das ist eigentlich richtig süß so. Hier baue ich meine Arbeitsecke auf. Wie gesagt, mein Rücken, der muss stabil sein. Was ich halt echt geil finde, ist tatsächlich mit Gas zu kochen. Und das ist halt Gasherd und ich habe auch einen Gasbackofen. Ich will unbedingt mal, ich habe bei Pinterest ein paar richtig geile Plätzchen gesehen, die ich unbedingt mache. Hier ist nochmal ein Innenhof. Hier könnte ich auch grillen. Vielleicht mache ich das nochmal. Mal schauen. Da kann ich Wäsche und so aufhängen. Ist sehr gut. Ja, das war's. Von meiner Roomtour her. Ich packe jetzt mal aus. Aber ich glaube, meine Sitzecke und die mache ich später richtig ein. Ich will auf jeden Fall gleich noch zum Supermarkt fahren. Da nehme ich euch auch nochmal mit. Sie hat mir auch gesagt, dass da in der Nähe noch eine Bäckerei und so gibt. Vielleicht laufe ich auch sogar zu Fuß zum Supermarkt, weil ich wollte noch ein bisschen gehen, weil ich habe, glaube ich... Was habe ich denn? Na gut, ich habe trotzdem schon 7.800 Schritte gemacht. Stabil. Naja, also dann bis später. So, ich habe wirklich alles versucht oder rauszugekramt, was halt noch geht. Ich kann euch nur ein bisschen Content von den kleinen Zieglein hier machen. Das war, glaube ich, so eine Art, wie so eine Kreativwerkstatt und die hatten auch noch andere Tiere da. Natürlich alles eingezäumt und also ich habe die jetzt auch nicht so umsonst genervt. Gleich ist es nämlich so, dass das Weiße einfach hier drauf gesprungen ist und wollte sich nämlich auch von mir ein bisschen kraulen lassen. Und dann hat es halt dann irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt, dann ist es runtergegangen und dann war es das auch für mich. Also ich habe wirklich tatsächlich nicht viel gefilmt, aber ich bin halt viel jeden Tag auch wieder rumgelaufen und das war halt sozusagen jeden Tag meine Runde an dem Gehege her. Ich hatte noch einen anderen tierischen Freund und zwar sind ganz, ganz viele Streuner da. Und die kleine Katze hier, die hat sich aber nicht richtig getraut. Also ich habe sie halt in Ruhe gelassen und dann war sie halt einmal hier fast drinnen. Ich habe ihr dann auch nochmal was Essen hingestellt, aber sie kam dann nicht nochmal. Ich weiß nicht, ich habe sie jetzt, glaube ich, nicht erschreckt. Aber ja. Und ich trinke halt keine Milch und dann versuche ich halt immer mal so Alternativen. Das hier war eine aus Kartoffeln und ich würde mal sagen, man muss nicht aus allem eine Milch machen. Das ist mein Fazit. Und ich liebe ja, also mein absolutes Lieblingsfrühstück ist eine Acai Bowl. Und meine Fresse, in Portugal und in Spanien gab es das überall zu kaufen im Tiefkühler. Ich liebe es. Und ich habe dann die beiden Sachen gefunden, eine Mangocreme und eine tropische. Und natürlich habe ich mir auch deswegen einen Mixer gekauft. Und gleich wird ein bisschen gemixt. Und ja, das war fast so mein jeden zweiten Tag Frühstück. Zumindest in Spanien und in Portugal, weil ab in Frankreich und in Deutschland gab es leider nicht. Das hier ist auch eine ganz wilde Mischung. Das ist so eine Mischung aus Brötchen und Milchbrötchen. Super lecker. Und das war am Meer. Der Ort heißt Mira. Das waren 20 Minuten mit dem Auto. In dem Monat war ich, glaube ich, jetzt 2-3 Mal dort. Habe ein bisschen hier mich vom Meer berauschen lassen. Und das, was cool ist, die haben hier genau so einen sehr langen, ich glaube 1 Kilometer oder ein bisschen mehr, an den Dünen so einen Steg reingebaut. Da kann man halt hin und zurück laufen. Sehr, sehr, sehr schön. Außerdem gibt es auch noch einen Park. Da ist auch sowas hier angelegt worden. Auch ganz nett, aber es ist auch eine kleinere Stadt oder eine kleinere Stadt. Hier so eine komische Tropfsteinhöhle oder irgendwie, weiß ich nicht was. Aber ja. Und das hier ist mein absoluter Lieblingsbaum. Oh mein Gott. Wenn ich mal irgendwann mal irgendwie Immobilie habe, hole ich. Und das ist nochmal zum Abschluss ein bisschen Ziegen-Content. Ey, wie gesagt, sorry dafür. Aber so ist auch einfach mal ein bisschen mein Alltag. Ich habe ja gesagt, ich mache nicht so viel Slow Travel halt, ne? Und ja, ich würde mal sagen, tschüss. Am Ende waren es dann doch fast 10 Minuten Vlog. Auch mal privatere Einblicke gefällt mir. Ihr kennt das Spiel. Gerne abonnieren und liken. Ich wünsche euch was und bis demnächst.